Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass Sie wieder dabei sind. Danke für das Einschalten. In diesem neuen Video möchte ich Ihnen die moderne Siedlung bei Novosibirsk zeigen. Sie heißt Ussadьба Marino. Sie liegt am Rande der Stadt Novosibirsk. Auf meinem Kanal gibt es ja schon einige Videos von dieser Siedlung gemacht, habe ich sie im Herbst und Anfang des Jahres. Aber diesmal beschloss ich, noch ein Video von dieser Siedlung zu machen. Draußen war es sehr sonnig, das Wetter hat an dem Tag zum Glück mitgespielt. Gemacht habe ich dieses Video am 9. März 2024. Am 8. März wird in Russland der Frauentag gefeiert und ich war bei meinen Freunden wieder zu Besuch. Ja, und jedes Mal, wenn ich bei ihnen zu Besuch bin, dann mache ich immer ein Video von der Siedlung, weil diese Siedlung tatsächlich sehr interessant zum Leben ist und für den Fall, wenn Sie bei Novosibirsk leben möchten, würde ich Ihnen diese Siedlung als Variante empfehlen. Schauen Sie sich bitte dieses Video bis zum Ende an. Am Ende dieses Videos zeige ich Ihnen aktuelle Angebote, das heißt Grundstücke mit Häusern, die momentan dort verkauft werden. Diese Siedlung ist relativ neu, kann man sagen, besteht schon seit 8 oder maximal 10 Jahren, das weiß ich leider nicht genau. Ja, so der Mittelstand lebt dort. Es gibt natürlich teurere Siedlungen, aber diese Siedlung ist so optimal für den Kauf eines Grundstückes mit einem Haus darauf muss man etwa mit 50.000 Euro rechnen im Durchschnitt, aber so, es reichen auch ja, 50.000 Euro oder 60.000, je nach der Variante, ob das Haus schon komplett fertig gebaut ist. Und weiter in diesem Video sehen Sie die Straße Kedrovaya. Und später, am Ende des Videos, zeige ich diese Straße auf der Karte, damit Sie eine Vorstellung haben, wo die Angebote in Wirklichkeit gelegen sind. Wenn Sie weitere Fragen dann zu dieser Siedlung haben, dann können Sie Ihre Fragen gerne in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte sie ganz gerne. Leider konnte ich das Grundstück und das Haus meiner Freunde nicht zeigen, aber später, in den nächsten Monaten, wenn es dazu wiederkommt, wenn ich bei Ihnen wieder zu Gast bin, dann mache ich ein Video, vermutlich im Mai soll das klappen, das ist mein Plan. Und ja, diese Siedlung gefällt mir auch sehr, weil die Preise relativ günstig sind, also wenn man genug Geld, ja 5 Millionen, 6 Millionen Rubel auf dem Konto hat, dann kann man sich dort was leisten. Genauso viel kostet etwa eine Zweizimmerwohnung in der Stadt, aber hier lebt man dann auf dem eigenen Grundstück im Familienhaus. Ja, das ist vorteilhaft, aber diese Variante passt natürlich am besten denen, die keine kleinen Kinder haben. Mit Kindern ist es nie so einfach, dort zu leben. Die Kinder brauchen in die Schule, in den Kindergarten, aber wenn man schon in der Rente sind oder wenn die Kinder schon groß genug sind, dann kann man dort ziemlich gut leben. Obwohl diese Siedlung nicht weit vom Flughafen Novosibirsk liegt, gibt es dort keinen störenden Lärm. Überhaupt keinen Lärm. Es ist dort umgekehrt, sehr ruhig, keinen Lärm von den Flugzeugen. Ja, man kann sie bei der Landung sehen. Ja, man hört sie ab und zu, aber es gibt keinen störenden Lärm, tatsächlich. Das kann ich selbst bestätigen. Und ja, wenn man öfters fliegt, dann ist es sehr praktisch bis zum Flughafen und einfacher bis zum Flughafen zu fahren. Ja, man kann ein Taxi bestellen, das ist gar kein Problem und dann fährt man mit dem Taxi bis zum Flughafen, wenn man wegfliegen will. Und in dieser Siedlung gibt es auch 2 Lebensmittelgeschäfte. Ja, man kann vor Ort einkaufen, dann braucht man nicht jeden Tag in die Stadt. Ja, kein Problem mit den Lebensmitteln dort vor Ort. Es gibt daneben ein großes Dorf, Marusino.
dort muss ein Krankenhaus geben, aber ja, die Qualität ist nicht so gut, soweit ich weiß. Dann muss man lieber in die Stadt fahren, aber das ist auch kein Problem. Dort gibt es einen Bus für diejenigen, die kein Auto besitzen. Und ja, die Busfahrt bis zu der nächsten U-Bahn-Station dauert etwa 40 Minuten. Ja, leider pendelt der Bus sehr selten, etwa alle 2 Stunden, aber dann kann man den Tag an den Bus anpassen, ja, wenn man will. Oder man kann, wie gesagt, ein Taxi bestellen. Die Luftqualität ist dort natürlich auch viel, viel besser als in der Stadt. Also dort kann man in aller Ruhe und gemütlich leben. Hätte ich genug Geld, dann würde ich mir dort tatsächlich etwas kaufen und dann könnte ich sie zu Gast gerne einladen. Ja, weiter in diesem Video zeige ich Ihnen jetzt die Angebote, die momentan dort verkauft werden. Bleiben Sie bitte dran. Also, liebe Freunde, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, dieses Video bis zu diesem Moment anzuschauen. Jetzt möchte ich Ihnen, wie versprochen, die Angebote in dieser Siedlung zeigen. Ja, hier ist wieder die Immobilienseite. Hier ist ja, die Stadt Novosibirsk, das ist Stadtzentrum, Leninplatz. Und die Siedlung liegt auf der anderen Seite, auf dem anderen Ufer. Hier können Sie den Flughafen sehen. Hier sehen Sie das Dorf Marusina, das ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Und hier befindet sich Усадьба Marino, das hier, Усадьба Marino. Daneben befindet sich noch eine Siedlung, aber eine teurere, sie heißt Solovyi, aber heute erzähle ich Ihnen über Усадьба Marino. Hier ist die Einfahrt. Am Anfang des Videos konnten Sie das sehen. Ich habe von dieser Stelle mein Video angefangen, dann gehe ich dadurch. Hier ist die Kreuzung. Hier können Sie den Kinderspielplatz sehen und dann gehe ich rechts durch diese Straße, Kedrovaya. Direkt übersetzt heißt das Zederbaumstraße, kann man sagen, ja, Kedrovaya Straße. Hier links führt dann die zentrale Straße, Zentralnaya Ulica. Ja, und ich war auf dieser Straße Kedrovaya unterwegs und ging dann bis zu dieser Kreuzung. Hier an dieser Kreuzung endet mein Spaziergang im Video. Also zurück zu den aktuellen Angeboten, die dort momentan verkauft werden. Zum Beispiel gucken wir diese Variante an. Ja, der Preis ist fast 5 Millionen Rubel. Das Haus ist 50 Quadratmeter groß. Jetzt schauen wir uns auf die Bilder an. Ja, die Bilder sind im Sommer gemacht worden. Ja, leider ist das Haus noch nicht fertig gebaut. Ja, das ist ein großer Nachteil bei dem Verkauf. Es gibt so ein kleines Häuschen daneben, in dem man wahrscheinlich leben kann, aber dann braucht der Weiterbau noch viel Geld. Es gibt hier noch, ja, das ist noch eine Variante. Der Preis ist 6.100.000 Euro mit dem Haus, 64 Quadratmeter Wohnfläche. Jetzt schauen wir uns die Bilder an. Ja, leider nicht so viele Bilder, aber das Haus muss schon fertig gebaut sein, das ist vorteilhaft. Ja. Die beiden Grundstücke liegen auf der Straße Zentralnaya.
hier weiter gibt es zwei teurere Varianten. Schauen wir uns diese an. Der Preis ist schon 11 Millionen Rubel. Das Haus hat 100 Quadratmeter Wohnfläche. Hier gibt es schon mehr Bilder. Schauen wir uns diese Bilder an. Ja, nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. 11 Millionen Rubel ist der Preis. Aber ich denke mal, wenn man Bargeld hat, dann kann man den Preis runterhandeln. Der Immobilienmarkt erlebt momentan in Russland die Krise und der Kunde mit Bargeld ist jetzt der König. Ja, nicht schlecht. Aber das Haus ist ziemlich groß, muss man ehrlich sagen. Ja, aber eine Familie aus 4 Personen zum Beispiel kann hier sehr gut leben. Das ist noch ein Häuschen auf dem Grundstück. Ah, das ist Banja. Ja, Banja. Banja ist gut. Dampfsauna. Hier kann man grillen. Man kann Gäste einladen. Und ja, hier kann man wirklich in der Sommerzeit die Zeit sehr gut verbringen. Mir gefällt eigentlich diese Variante. Wahrscheinlich einer der besten, die dort momentan im Angebot ist. Jetzt schauen wir uns noch eine Variante an. Daneben, diesmal kostet das Haus mit Grundstück 12.500.000 Rubel, aber die Wohnfläche ist auch viel größer. Schauen wir uns die Bilder an. Ja, das Haus ist riesig. Ja, nicht so gemütlich, ehrlich gesagt. Mir gefällt diese Variante nicht so sehr im Vergleich zu der vorherigen. Ja, das ist Geschmackssache. Mir gefällt leider nicht, aber wollte Ihnen nur zeigen, Sie können selbst entscheiden, ob es gefällt oder nicht. Ja, wie Sie hier auf der Karte sehen können, gibt es hier eine große Auswahl an den Angeboten. Man kann sie auf dieser Immobilienseite finden. Dann können Sie selbst anschauen, wenn Sie ein Interesse haben. Also, liebe Freunde, danke für das Mitmachen. Danke, dass Sie mit meinem Kanal weiterbleiben. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie weitere Fragen zum Thema Leben in Sibirien haben. Also, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende noch. Wir sehen uns in den neuen Videos bald wieder. Bis dann. Tschüss.